Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Pharao. Ich bin euer Dominus und wir starten eine neue Ära im alten Ägypten, nämlich die des Mittleren Reiches. Das Mittlere Reich, so turbulent seine Anfänge auch waren, erweisen sich als Zeit großer Chancen für ihre Familie. Unter ihrer Führung erstrahlt Ägypten wieder in seinem alten Glanz und schöner denn je. Die Pharaonen unserer Vorväter eroberten diese große Ebene und errichteten die großen Pyramiden und die Sphinx und die heiligen Grabstätten unzähliger Adliger, die, soweit das Auge reicht, die Wüste bedecken. Es ist ein Testament, eine Erinnerung an das alte Leben, an die Herrlichkeit, die einst Ägypten war, an den Glanz, der einst der Pharao war. Doch auch wenn unsere Monumente bestehen bleiben, die Macht, die sie einst erbaute, es gibt sie nicht mehr. Osiris hat uns verlassen. Die Macht des Pharao ist vergangen, wie Wassertropfen in der Wüste. Unsere Feinde wagen es, Ägyptens Souveränität herauszufordern und erheben Schwert und Speer gegen uns. Und Ägypten zerfällt zu Staub. Nichts ist geblieben vom früheren Überfluss und Stolz. Und die meisten Menschen fürchten, dass Ägypten nie wieder zu seiner einstigen Herrlichkeit zurückfinden wird. Osiris hat sich von seinem Volk abgewandt. Und mehrere schwache Überschwemmungen nacheinander haben zu großen Hungersnöten geführt. Die Macht der Pharaonen, die früher nie in Frage gestellt wurde, ist nur noch ein matter Abglanz von einst. Stattdessen wird die politische Bühne nun von Provinzgouverneuren beherrscht, die sich gegenseitig ihre Einflussbereiche streitig machen. Unbeschadet aus diesem Chaos gingen zwei Adelsfamilien hervor, die versuchen, die Herrschaft über das Land an sich zu reißen. Die Herrscher von Hennen-Nesef haben ihre Ansprüche auf den Thron als rechtmäßige Erben angemeldet. Diese Familie ist bekannt für ihre Grausamkeit und weniger dafür, sich um den Hunger der Menschen zu kümmern. In Wazet im Süden ist eine bislang unbedeutende Herrscherfamilie, das Haus Intef, an die Macht gekommen. Dieses Haus hat viel für die Wiedervereinigung des Südens getan. In dieser Konstellation entbrennt ein mörderischer Bürgerkrieg, angefacht von Hennen-Nesef, um die Herrschaft über ganz Ägypten. Darauf bedacht, für das Wohl des ägyptischen Volkes da zu sein, hat die Familie Intef ihnen den Wiederaufbau der soeben eroberten Stadt Tinis anvertraut, einer der ältesten Städte Ägyptens. Zwei der herrlichsten und ältesten Gebäude von Tinis blieben während der Eroberung von Zerstörung verschont: der Tempelkomplex des Osiris und der Wohnsitz. Die Familie Intef hat angeordnet, dass, sollte eines dieser Gebäude zerstört werden, keine Gelder für deren Restaurierung verschwendet würden. Die Herrscher von Wazet räumen dem Wiederaufbau von Tinis oberste Priorität ein und haben ungeachtet der schlechten Zeiten großzügig Gelder für diesen Zweck bereitgestellt. Ihre Aufgabe ist es, den alten Glanz der Stadt Tinis wiederherzustellen und eine Seestreitmacht und eine starke Armee aufzustellen, um die Stadt gegen die häufigen Angriffe derer zu verteidigen, die Hennen-Nesef treu ergeben sind. Dazu zählen auch die Städte Sauti, Nechen und Chmun. Nehmen Sie sich vor den Herrschern der Familie Hennen-Nesef in Acht. Möglicherweise werden sie einen Tribut verlangen, um ihnen Loyalität und ihre Leben abzupressen. Sehen Sie sich auch vor den opportunistischen Nubiern vor, die die internen Kämpfe in Ägypten zu ihrem eigenen Vorteil nutzen wollen. Die erste Kampagne im neuen Zeitalter ist Tinis, der Bürgerkrieg. Die alte Macht in Ägypten ist vergangen und es herrscht ein Bürgerkrieg zwischen den beiden Adelsfamilien Hennen-Nesef im Norden und Intef im Süden. Wir sind der Familie Intef loyal ergeben,
Und sie haben uns die Aufgabe übergeben, die vor kurzem zurückeroberte Stadt Tinis neu aufzubauen. Dabei soll unsere Stadt eine Bevölkerung von 4.500 Einwohner besitzen, eine Kulturwertung von 25, eine Königreichwertung von 90 und eine Wohlstandswertung von 35 sind dabei zu erreichen. Eine Monumentwertung wird nicht gefordert, allerdings muss unsere Stadt 10 gewöhnliche Residenzen aufweisen. Es ist damit zu rechnen, dass wir von der Familie Hennenesev zu Tributzahlungen und anderen Forderungen genötigt werden. Eine Nichterfüllung der Forderung haben Angriffe auf unsere Stadt zur Folge. Zudem müssen wir mit Angriffen der Nubier rechnen, die die internen Kämpfe in Ägypten zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Wir müssen also schnell eine starke Armee und eine große Seestreitmacht aufbauen, um unsere Stadt zu beschützen. Ja, schauen wir uns die Karte einmal an. Ja, nach vielen Jahren sind wir nach Tinis zurückgekehrt, denn wir haben diese Stadt in der zweiten Kampagne unseres Let's Plays gegründet. Das sind also die Überreste der einst großen Stadt Tinis mit dem Tempelkomplex der Osiris und unserem Wohnsitz. Und wir müssen sicherstellen, dass diese beiden Gebäude nicht zerstört werden, denn wir können sie nicht wieder aufbauen. Ja, außerhalb dieser Siedlung haben wir hier die Wüste. Und weiter im Norden beginnt hier die Ufer des Nils mit fruchtbarem Nilschlamm. Kleinere und größere Inseln. Ja, und im Norden haben wir hier auch nochmal größere Gesteinsformationen. Und hier haben wir einen Bereich, wo wir Gold oder Kupfer abbauen können. Zwar nicht viel, aber die Möglichkeit besteht. Ja, und hier haben wir im weiteren Verlauf auch nochmal Felsformationen und schmale Streifen, die wir landwirtschaftlich nutzen können. Ja, nochmal zurück zum Südufer des Nils im Bereich dieser großen Fläche fruchtbaren Nilschlamms. In unmittelbarer Nähe hier haben wir Flächen, wo wir unsere Farmen in der sogenannten Wiesenwirtschaft betreiben können. Schauen wir mal, was wir produzieren können. An Farmen haben wir Kichererbsen- und Gerstenfarmen und wir können Jagd betreiben und Wild herstellen. An Rohmaterial haben wir Ton, einfachen Stein und Gold und wir können Schmuck, Geschirr, Bier und Leinen herstellen. Schauen wir mal, mit wem wir Handel treiben können. Tinis ist hier am Mittellauf des Nils und unser nächster Handelspartner nach Norden ist Sauti. Sauti verkauft uns größere Mengen Granatäpfel und kauft bei uns größere Mengen Kichererbsen. Ein Stückchen weiter nördlich haben wir Chmun. Dieser Handelspartner verkauft uns größere Mengen Leinen und einfachen Stein, kauft bei uns jede Menge Geschirr, Papyrus in größeren Mengen und geringere Mengen Holz. Weiter südlich am Nil haben wir Vaset. Vaset verkauft nur, und zwar jede Menge Ton, größere Mengen Geschirr und Kupfer und geringere Mengen einfachen Stein, Kalkstein und Granit. Weiter im Süden haben wir Nechen. Nechen verkauft uns größere Mengen Geschirr, Bier, Flachs und Leinen und kauft bei uns größere Mengen Papyrus. Die Oase Dungul verkauft uns größere Mengen Edelsteine, Granit, Sandstein und Holz und geringere Mengen Wild, kauft bei uns jede Menge Geschirr, Bier, Schilf und Papyrus sowie Ton in größeren Mengen. Ja, und weit im Norden haben wir Hennenesev. Hennenesev verkauft nur, und zwar jede Menge Feigen und Ton sowie Bier und Flachs in größeren Mengen. Ja, und Mennefer verkauft uns jede Menge Kichererbsen, größere Mengen Geschirr und Papyrus, kauft bei uns jede Menge Ziegel, Gerste und Luxuswaren, Salat und Bier in größeren Mengen. Wir haben 3 Gottheiten, die wir huldigen müssen, und zwar Osiris, Re und Phat, wobei Osiris unser Schutzgott ist. Ja, unsere Hauptexporte werden Bier und Geschirr sein, die wir in großen Mengen verkaufen können, später auch noch Schmuck. Was ist nun der Plan? Wir werden hier unsere kleine Siedlung noch ein bisschen umbauen und sicherstellen, dass diese beiden Bauwerke nicht in Flammen aufgehen oder zusammenstürzen.
Wir werden dann hier am Nil unsere erste Siedlung errichten. Wir können hier entsprechend landwirtschaftliche Produkte erzeugen und unsere Exportgüter, Geschirr und Bier produzieren und schnell mit dem Handel beginnen, damit wir unsere Armee aufbauen können. Gleichzeitig werden wir hier ein zweites Stadtgebiet aufbauen, um die geringen Ressourcen Gold abzubauen. Wir brauchen für 4500 Einwohner definitiv 2 Wohngebiete und wir haben ja auch noch die alte Siedlung mit dem Tempelkomplex. Ja, so viel zum Plan. Beginnen wir nun mit dem Wiederaufbau unserer Stadt Tines. Bevor wir mit dem Bau unserer neuen Wohngebiete beginnen, werden wir hier noch in unserer alten Siedlung von Tines ein paar Änderungen durchführen. Ich werde hier das Silo und den Jagdhof abreißen und auch die Statuen, weil ich möchte dieses Ganze hier entsprechend parzellieren. Und wir haben hier in unserer Siedlung keine Unterhaltungseinrichtung. Die müssen wir auch noch bauen. So, dann haben wir hier direkt auch einen Pavillon errichtet. Und hier kann noch ein Schrein der Osiris hin und ein Garten. So, und die Bereiche, da werde ich jetzt nochmal eine Feuerwache und ein Architekturbüro bauen, damit hier wirklich unser Tempelkomplex und auch unser Wohnhaus nicht in Flammen aufgeht. Ja, und wir haben hier auch noch 2 Türme, die verbunden werden müssen. Das werden wir jetzt auch mal machen. Und wir müssen ja auch eine Verbindung später zu den anderen Wohngebieten herstellen. So, dann können wir jetzt hier das Silo errichten. Das passt genau hier rein. Wunderbar. Dann verbinden wir das hier noch so. Ja, und dann bauen wir jetzt hier den Jagdhof auf. Ja, und hier diese Wohngebäude, die nicht versorgt werden können. Wir können ja hier keine Zisterne errichten. Die reißen wir direkt ab. So, das können wir jetzt erstmal so lassen hier und wir werden unsere neuen Wohngebiete nun konzipieren. Wir haben jetzt hier am Südufer des Nils unser erstes Wohngebiet in der klassischen Bauweise konzipiert. Wir haben die Orte der späteren Unterhaltungseinrichtungen schon festgelegt und mit Sperren gesichert. Wir haben hier den Fährhafen, es geht dann hier weiter auf diese große Insel mit Fährhäfen und hier haben wir dann jetzt die Verbindung zum Nordufer des Nils. Ja, und im weiteren Verlauf haben wir hier das zweite Wohngebiet, ebenfalls in der klassischen Bauweise. Auch hier sind die Unterhaltungseinrichtungen schon festgelegt und mit Sperren gesichert. Durch die Altsiedlung haben wir jede Menge Arbeitslose. Wir werden jetzt schnell hier unsere Prioritäten festlegen. Wieder etwas mehr Lohn zahlen und die Steuern runtersetzen. Gut, wir werden jetzt nur ein paar Parzellen hier ausweisen. Ja, wir kriegen direkt schon die Mitteilung, dass wir eigentlich genug Arbeitslose haben. Wir errichten hier aber auch schon direkt die Basics. Das gleiche machen wir natürlich auch im Wohngebiet am Südufer. Ja, und wir werden jetzt wieder warten, bis unsere ersten Siedler die Stadt erreichen. Osiris ist mit seinem Tempelkomplex sehr zufrieden, allerdings unsere anderen beiden Götter, Re und Pat, sind schon etwas unzufrieden. Wir werden jetzt für diese beiden Gottheiten schon Tempel errichten. Das können wir hier in der Altsiedlung direkt machen. Dann sind die Tempel auch relativ schnell besetzt. Und wir werden auch hier schon direkt eine Arztpraxis bauen, damit hier auch die Entwicklung weitergeht und keine Seuchen unsere Bürger dezimieren. Die Geschwindigkeit können wir jetzt wieder auf 70% stellen. Ja, und da kommen unsere neuen Bürger. Ja, und wir sehen, dass Sanddünen halt keine Barriere sind. Für Einwanderer nicht, aber auch nicht für Feinde. Von daher ist die Errichtung von Stadtbefestigungen, von Mauern und Türmen und Stadttoren auch in diesem Bereich recht schwierig. Ja, und sie machen sich jetzt auf den langen Weg hier über die Fährhäfen, um hier in diesem Stadtgebiet entsprechend die Parzellen zu besiedeln. Ja, die Parzellen an der Siedlung am Nordufer sind jetzt alle entsprechend besiedelt. Wir fangen jetzt direkt mit der Goldproduktion an. Ja, 3 Goldminen können wir hier errichten. Wir sichern diese.
Ja, und dann brauchen wir natürlich noch unseren Stadtpalast. Den werden wir hier errichten. Ja, und wir haben kein Geld mehr. Aber wir kriegen nochmal eine großzügige Geldspende, sodass wir jetzt mit der Produktion unserer ersten Exportgüter beginnen, und das wäre Geschirr. Auch hier sind alle Parzellen besiedelt. Ja, und wir kriegen eine Mitteilung, dass die ägyptische Armee in einem Kampf in der Stadt Nechen verwickelt ist und dass wir Soldaten zur Verfügung stellen sollen innerhalb der nächsten 2 Monate. Das ist natürlich eine Forderung, die gar nicht zu erfüllen ist. Wir können noch nicht mal einen Soldat entsprechend hinschicken in der Zeit. Ja, da können wir leider nichts machen. Bauen wir Tongruben. So 3 Stück. So, dann haben wir auch direkt schon die 5 Töpfereien gebaut. Ja, wir brauchen jetzt Mitarbeiter, das ist klar. Wir bauen jetzt hier direkt das Warenlager auf. Für Geschirr. Ja, und eine entfernte Schlacht bei der Stadt Nechen. Wir sollen unsere Truppen losschicken, die wir noch gar nicht haben. Ja, da müssen wir euch leider enttäuschen. Die Oase Dungul ist sehr interessant, da sie jede Menge Geschirr kauft und auch Bier, was wir jetzt gleich anfangen zu produzieren. Öffnen wir diese Landroute und dann können wir auch schon direkt Geschirr und auch Bier für den Export zur Verfügung stellen. Wir weisen hier nochmal ein paar Parzellen aus. Und sobald der Nil sich wieder zurückgezogen hat, werden wir mit der Gerstenproduktion beginnen, um Bier herzustellen. Dafür baue ich hier schon mal die Straße. Das Arbeitslager dafür errichten wir hier schon und werden ja auch eine Feuerwache und ein Architekturbüro bauen. Ja, der Nil hat sich zurückgezogen. Wir können jetzt hier unsere ersten 6 Felder errichten. Ja, und die Stadt Nechen ist gefallen. Dieser Handelspartner steht uns nicht mehr zur Verfügung. So, wir haben unsere 3 Kichererbsenfarmen und 3 Gerstenfarmen schon errichtet. Das Silo für die Kichererbsen errichten wir hier. Ja, und die Handelsroute wird natürlich nach Nechen geschlossen, da diese Stadt ja gefallen ist. Ja, und wir haben mittlerweile schon 1000 Einwohner in unserer Stadt. Wir bekommen ein Geschenk vom Nachbarn, und zwar von der Stadt Vasette. 1000 Einheiten Kupfer. Und das ist natürlich super. Da werden wir mal dieses Warenlager direkt hier für Kupfer freigeben. Ja, das Kupfer erinnert mich daran, dass wir jetzt mal mit unserer Ausbildung des Militärs beginnen sollten. Es kommen auch wieder ganz viele neue Bürger, sodass wir jetzt entsprechend die Einrichtung bauen können. Dafür muss ich auch meine Stadt etwas Geld spenden. Wir haben nicht sehr viel, aber wir spenden mal alles, was wir haben, sodass wir jetzt erstmal hier ein Warenlager errichten für Kupfer und für Waffen. Dann brauchen wir den Drillplatz und natürlich die Akademie. Ja, und jetzt hoffe ich auf die ersten Exporte. Ja, wir nehmen das Kupfer an. Vielen Dank. Ja, das ist jetzt hier im Geschirrlager. Dann werden wir mal dieses Warenlager hier auffordern, das Kupfer zu holen. Ja, und ich warte jetzt auf die ersten Exporte, damit wir unser erstes Fort bauen können. Ja, wir bekommen noch ein Geschenk, und zwar von der Stadt Hennesef. 800 Einheiten Bier. Allerdings werden wir kein Geschenk von dieser Stadt annehmen. Wir sind der Familie Intef
loyal ergeben. Und das will, glaube ich, nicht gut aussehen, wenn wir vom Feind Geschenke annehmen würden. So, ich errichte jetzt hier mit dem letzten Geld, was wir haben, noch das Warenlager für Gerste. Ja, und da ist unser Handelspartner. Ich bin Händler mit Leib und Seele. Aus der Oase Dungul, endlich, der das ganze Geschirr jetzt aufkaufen kann. Ja, und damit haben wir jetzt das Geld für unser erstes Fort, nämlich für die Bogenschützen. Ja, mit dem Bau unseres ersten Forts für die Bogenschützen starten wir jetzt hier die Ausbildung unseres Militärs. Ja, und wir haben die 800 Einheiten Bier nicht angenommen von der Stadt Hennenev und das Geschenk ist jetzt verwirkt. Ja, und ich habe 3 Brauereien gebaut, da wir jetzt genug Gerste im Warenlager haben. Allerdings sind wir jetzt auch wieder im Minus mit unserer Stadtkasse. Ich hoffe mal, dass wir jetzt bald wieder Geschirr verkaufen und auch jetzt Bier. Dafür werde ich jetzt mal dieses Warenlager hier für Bier auch freischalten. Kupfer brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Und sobald wir im Plus sind, werden wir die Produktion unserer Exportgüter weiter ausbauen. Ja, und hier die Mitteilung, dass die Stadt Kerma in den Händen unserer Feinde gefallen ist. Ja, Reh und Part sind erzürnt. Wir haben wieder etwas Geld. Bauen wir die Tempel für diese beiden Gottheiten. Ja, und der Tempel der Part kommt hier in diesem Wohngebiet. Und hier werden wir auch noch mal ein paar Parzellen ausweisen. Ja, und wir errichten jetzt hier für dieses Wohngebiet schon mal den Bazar. Schnell einstellen. Und dann kann hier auch eine Entwicklung weiter voranschreiten. Ja, und wir haben jetzt wieder so viel Geld in unserer Stadtkasse, dass wir das nächste Fort errichten können, nämlich für die Infanterie. Ja, und wir müssen jetzt auch bald anfangen, Kupfer zu importieren. Wir bauen nochmal schnell eine zweite Waffenschmiede. Ja, und ein Warenlager hier für die Kichererbsen. Das Silo fordert dann jetzt die Kichererbsen. Ja, und unsere Stadtkasse ist wieder recht leer. Ja, aber wir haben eine konstante Produktion von Exportwaren, die wir jetzt tatsächlich hier nach und nach immer weiter erhöhen. Ja, und für die 3 Brauereien haben wir auch genug Gerste. Sobald wir jetzt wieder etwas Geld haben, werden wir auch hier in unseren 2 Wohngebieten mal die Gesundheitseinrichtungen bauen. Dann können wir jetzt hier die Arztpraxis bauen. Und natürlich auch hier. So, nochmal neue Parzellen ausgewiesen. Und wir werden jetzt gleich den Kupferimport starten. Ich hoffe mal, dass wir uns das finanziell leisten können. Ja, wir verkaufen tatsächlich alles, was wir hier produzieren. Das ist sehr gut. Ja, eröffnen wir die Handelsroute nach Vasset. Die Handelsroute nach Chomun habe ich schon eröffnet, um noch mehr Geschirr zu verkaufen. Ich denke, wir werden direkt Kupfer mal importieren. 200 Einheiten. Ja, und wir errichten ein Warenlager jetzt hier für Bier. Ja, und dieses Warenlager können wir entsprechend dann so einstellen, dass hier kein Bier mehr angenommen wird. Dann haben wir jetzt hier eine klare Trennung. Ja, und wir müssen weiter noch eine Tongrube bauen. Die kann hier hin. Und dann errichten wir hier auch nochmal 2 Töpfer rein. Ja, und hier haben wir den Handelspartner. Ich werde ein Held sein, wenn ich diese Waren zurück nach Hause bringe. Aus Vasset, und wir kriegen jetzt unsere erste Kupferlieferung. Allerdings haben wir gar nicht mehr so viel Geld in der Stadtkasse.
Ja, das war klar, dass wir jetzt wieder in Schulden kommen. Ja, Kupfer ist richtig teuer. Da müssen wir wirklich gut exportieren, um das auszugleichen. Aber wir haben jede Menge Waren. Ich denke mal, das können wir jetzt gut ausgleichen. Ja, wieder in den schwarzen Zahlen. Das ist sehr gut. Wir errichten jetzt hier nochmal ein Arbeitslager. So, dann haben wir jetzt hier nochmal Felder und wir haben jetzt insgesamt 5 Gerstenfarmen. Ich denke mir mal, das sollte eigentlich jetzt reichen. Ja, aber der nächste Kupferimport naht. Das heißt, wir werden wieder ins Minus geraten. Ja, das habe ich erwartet. Aber wir müssen halt jetzt unsere Infanterie auch ausbilden. Wir brauchen noch 3 Infanteristen. Ja, und ich denke mir mal, jetzt können wir den Import auch erstmal stoppen. Wir haben hier bei den Waffenschmieden 200 Einheiten und in dieser Waffenschmiede auch. Das heißt, wir haben mehr als genug. Der Import wird gestoppt. Und das nächste Fort, was wir dann errichten, sind nochmal Bogenschützen. Ja, mit der ganzen Gerst, die wir jetzt haben, bauen wir doch noch eine Brauerei. Ja, und wir weisen hier auch nochmal Parzellen aus. Ja, und sobald wir jetzt wieder etwas mehr Geld haben, dadurch, dass wir die Importe jetzt von Kupfer gestoppt haben, werden wir uns um die Unterhaltung kümmern. Ja, jetzt werden Arbeitskräfte benötigt. Gut, dass ich die Parzellen im zweiten Wohngebiet ausgewiesen habe. Wir können jetzt mal unseren Festplatz errichten. Der kommt hier hin. Und dann können wir doch schon mal ein Fest feiern. Und zwar für Re. Vielleicht kriegen wir ja einen Segen, der die Königreichswertung erhöht. Ja, und einen Tempel für Osiris sollten wir jetzt auch mal bauen. Ja, und unser Fort mit den Infanteristen ist fertig ausgebildet. Wir bauen dann jetzt ein neues Fort, sobald wir wieder etwas mehr Geld haben. Ja, wieder gut verkauft hier. Und unser erstes üppiges Fest für Re. Ja, dann errichten wir doch jetzt hier nochmal ein Fort für die Bogenschützen. Oh, direkt Schulden gemacht. Eieiei. Ich dachte, wir hätten so viel Geld verdient. Nun ja. Wir haben ja auch noch Bier im Warenlager, aber ihr seht, wie viel Geschirr wir hier verkaufen können. Ja, und gut, dass wir unsere Armee so gut ausbauen, denn in 5 Monaten wird uns eine nubische Armee angreifen. Ja, mal wieder Schulden. Aber da kommen ja unsere Händler. Ja, jetzt, wo wir doch wieder ein bisschen mehr Geld haben, bauen wir doch mal hier ein Musikpavillon auf. Ja, und wir haben die erste Forderung. 1000 Einheiten Wild in 10 Monaten für die Stadt Vasette, weil dort eine Hungersnot herrscht. Ja, das sollte eigentlich kein Problem sein. Mal eben hier das so bauen. Ja, wir haben hier mehr als genug Wild in unserer Altsiedlung. Bauen wir hier ein Warenlager. Ja, und dieses Warenlager kann jetzt Wild fordern. Da sollten wir die 1000 Einheiten eigentlich relativ schnell haben. Ja, wir haben ja hier ein recht gut entwickeltes Wohngebiet. Wir können jetzt hier schon mal das Steuereintreiberbüro bauen und die Steuern auf 8% stellen. Dann können wir ja auch etwas Geld mal generieren. Ja, und wir werden jetzt hier auch mal die Nahrungsmittelproduktion starten. Wir bauen hier ein Silo auf und dann können hier auch 2 Jagdhöfe errichtet werden. Ja, und wir bauen hier auch direkt den Bazar dafür und stellen ihn ein. Dann können sich nämlich hier die Wohngebiete auch entsprechend weiterentwickeln. Wie ich
vermutet habe, können wir die Forderung schnell erfüllen. Verschicken wir sofort. So, und dieses Warenlager kann Wild wieder wegschicken. Ja, 1 Monat Zeit haben wir noch, bis die nubische Armee uns angreifen wird. Ja, jetzt verdienen wir wirklich gut, wo wir kein Kupfer importieren. Wir werden aber jetzt mal wieder Kupfer importieren. Und zwar jetzt mal 400 Einheiten. Denn wenn wir den Kampf erfolgreich meistern, werden wir direkt das nächste Fort für die Infanterie bauen. Ja, es ist soweit. Die nubische Armee greift an. Wir schauen mal wo. Okay, ich sehe nichts. Drehen wir mal. Ah ja, da, am Immigrationspunkt. Okay. Die Geschwindigkeit ganz runter. Und dann werden wir mal unser Militär hier positionieren. Ja, und wir sehen, wie hier die Nubier direkt auf die Sanddünen zusteuern, um unsere Siedlung mit dem Tempelkomplex anzugreifen. Ich werde mal jetzt hier gucken, dass wir sie hier hinlocken, obwohl die verharren jetzt momentan. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, und es ist schon eine etwas größere Armee der Nubier. Ich hoffe mal, dass wir das tatsächlich schaffen. Ja, sie gehen nach oben. Dann können wir hier schon mal die Bogenschützen angreifen. Ja, jetzt kommen sie doch zurück. Okay, dann müssen wir mal hier die abziehen. So, und ihr bleibt mal hier. Ja, und dann beginnt der Kampf auch schon hier. Ihr könnt direkt hier angreifen. So, und jetzt müsst ihr hier unsere Infanterie unterstützen. Da werden wir mal eben den Befehl geben, den Feind direkt in der Nähe anzugreifen. Ja, und dann hoffen wir mal, dass wir den Kampf hier gewinnen. Ja, und wir kriegen eine kleine Segnung von Re, der den Ruf im Königreich etwas verbessert. Aber das ist jetzt im Moment erstmal uns egal. Wir müssen jetzt hier diesen Kampf gewinnen. Ja, es wird hier heftigst gekämpft. Ja, der Feind ist schon auf der Flucht. Ich glaube, wir haben es doch geschafft. Ja, die Musik hat sich auch wieder beruhigt. Ja, wir haben es jetzt doch tatsächlich geschafft. Was allerdings sehr verlustreich war. Ja, wir haben ja auch Kupfer schon jetzt wieder im Warenlager. Wir bauen hier noch eine Brauerei. Sehr gut, ja, und ich würde das jetzt auch erstmal so lassen. Wir müssen jetzt diese 3 Forts hier erstmal wieder auffüllen lassen. Die Geschwindigkeit können wir erhöhen. So, wir müssen aber nicht nur ein starkes Heer aufbauen, sondern auch eine Kriegsflotte. Damit möchte ich jetzt beginnen. Für eine Kriegsflotte brauchen wir eine Werft und die würde ich jetzt hier gerne bauen. Dafür brauchen wir aber eine kleine Siedlung, die wir hier entsprechend aufbauen. So, hier ist jetzt unsere kleine Siedlung und die Werft. Wir werden auch direkt etwas Holz importieren, 200 Einheiten. Das Holz kann hier in unserem Bierlager angenommen werden. Ja, und sobald hier unsere Werft in Betrieb ist, werden wir die ersten Kriegshäfen errichten. Ja, hier dieses Wohngebiet hat sich auch schon ganz gut entwickelt. Die Nahrungsmittel sind jetzt auch schon angekommen. Und wir werden dann hier nachher auch nochmal Tempel errichten. Ja, unsere Kriegsflotte soll hier hinkommen. Ich errichte jetzt schon mal einen Kriegshafen und werde den entsprechend jetzt hier verbinden. So, und dann brauchen wir natürlich auch eine Feuerwache und ein Architekturbüro. Hier können wir jetzt tatsächlich auch mal einen Musikpavillon errichten. Und wir haben mittlerweile schon 2000 Einwohner in unserer Stadt. Ja, wir bekommen eine Drohung durch eine andere Stadt. Hennenesev.
fordert von uns 142 Deben in 2 Monaten. Ansonsten wird sie eine Armee schicken, um unsere Stadt anzugreifen. Gut, wir lassen uns nicht drohen, auch wenn dadurch die Gefahr eines Angriffs besteht. Aber wir sind weiterhin unserer Familie Intef loyal ergeben. Ja, und wir sehen, unsere Werft ist betriebsbereit, Holz ist auch schon eingelagert und unser erstes Kriegsschiff wird gebaut. Sehr gut. Das läuft ja alles soweit sehr zu meiner Zufriedenheit. Ja, der Kupferimport werden wir jetzt wieder mal stoppen. Das müssen wir immer so abwägen. Ja, und sobald hier unser Heer wieder voll aufgestellt ist, bauen wir das nächste Fort für die Infanterie und dann können wir auch wieder Kupfer importieren. Das Geld, das wir jetzt erwirtschaften, werden wir jetzt erstmal für unsere Kriegshäfen investieren. Ja, 24 Monate gibt uns Henne-Netheth noch für die 142 Deben. Da können Sie aber lange drauf warten. Ja toll, wir haben wieder Schulden. Ja, errichten wir den nächsten Kriegshafen. Geld haben wir, sehr gut, aber wir haben zu wenig Arbeitskräfte. Wir müssen jetzt mal hier unsere Wohngebiete auch mal ein bisschen weiterentwickeln und hier auch mal parzellieren weiter. Wir müssen ein bisschen was für die Attraktivität auch mal tun. Wir könnten jetzt hier mal ein paar Schreine bauen. Die Königreichswertung steigt, da wir das Wild zur Verfügung gestellt haben. Danke. Aber trotzdem haben wir Schulden. Aber da kommen Goldbarren in unsere Stadtkasse. Sehr schön. Wir werden jetzt noch unserer Stadt etwas unter die Arme helfen. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Geld auf unserem privaten Sparguthaben. Wir spenden der Stadt mal 1000 Deben. Und warten darauf, dass jetzt unsere Exportgüter wieder verkauft werden. Ja, mit dem Geld, was wir jetzt hier gerade erwirtschaftet haben, bauen wir unseren dritten Kriegshafen. Ja, damit haben wir, glaube ich, unsere Kriegsflotte jetzt schon mal ganz gut ausgebaut. Bauen hier auch nochmal eine Feuerwache und ein Architekturbüro auf. Ja, und ich denke mal, wir errichten nochmal Tempel. Der Tempel der Part kann hier hin. Ja, und der Tempel der Osiris, den werden wir hierhin bauen. Und für Re, da werden wir hier nochmal einen Tempel errichten. So, und dann können sich hier nämlich die Gebäude auch weiterentwickeln. Ja, und wir sollten die Kupferexporte wieder aktivieren. Und mit dem Geld, was wir haben, das nächste fortbauen, nämlich für die Infanterie. Damit haben wir, glaube ich, auch wieder unsere Stadtkasse ganz schön geschröpft. Ja, und richtige Ströme von neuen Bürgern wandern in unsere Stadt ein. Das ist sehr gut. Hier in unserer Altsiedlung werde ich jetzt mal das Warenlager hier einstellen, dass Geschirr gefordert wird, ein Viertel. Ja, aber dafür müssen wir natürlich auch hier die Verbindung herstellen. Darauf muss man natürlich achten. Ja, und den Schutt, den werden wir mal jetzt hier wegräumen. Der Bazar ist schon so eingestellt, dass er alles kaufen kann, was hier zur Verfügung steht. Und wir haben die Mitteilung, dass in 10 Monaten eine nubische Armee uns wieder angreifen wird. Ja, und die Königreichswertung sinkt, da es Unzufriedenheiten im Königreich gibt. Naja, da kann ich ja jetzt eigentlich nicht sehr viel dafür, aber egal. Ja, mit dem Geld, was wir jetzt gerade noch erwirtschaften, baue ich meinen 4. Kriegshafen. Dann denke ich aber, haben wir auch jetzt erstmal hier genug an einer Kriegsseeflotte. Ja, ein paar Verschönerungen für unsere Stadt wären mal nicht schlecht. Hier ein paar Plätze, damit sich hier unsere Wohngebiete auch mal ein bisschen weiterentwickeln. Ja, und hier auf unserer Insel muss die kleine Siedlung auch mit einer Arztpraxis versehen werden. Und dann bauen wir direkt auch einen Bazar. Ja, und einen Tempel des Rehs. Dann können sich hier die Gebäude auch etwas weiterentwickeln. Ja, und wir haben unser Geld auch schon wieder fast alles ausgegeben.
Ja, und wir haben mittlerweile 3000 Einwohner in unserer Stadt Tinis. Ja, und auch hier in dieser Siedlung am Nordufer des Nils werden wir jetzt mal ein paar Plätze hier errichten. Ja, und die nubische Armee wird uns nun in einem Monat angreifen. Ich werde jetzt die Geschwindigkeit direkt mal auf 30% stellen. Ich gehe davon aus, dass die nubische Armee uns an der gleichen Stelle angreift wie beim ersten Mal. Deswegen werde ich jetzt hier unser Heer schon mal dort platzieren. Nämlich hier. Da wir aber auch jetzt eine Kriegsflotte haben und es durchaus sein kann, dass die nubische Armee uns per Schiff angreift, werde ich auch jetzt hier unsere Schiffe platzieren. Ja, und da machen sich unsere Kriegsschiffe jetzt auf den Weg. Ja, die nubische Armee greift uns nun an. Wir schauen mal, wie und wo sie uns angreifen. Ja, und tatsächlich mit Schiffen hier. Und wir haben, ja, hier ist ein Kriegsschiff und die beiden sind Transportschiffe. Okay, die Transportschiffe werden wir mal sofort ausschalten hier. So, du sollst dich hier nicht ausruhen. Du kannst dich direkt hier mal mit dem Kriegsschiff beschäftigen. Und du auch. Ja, und wenn wir Glück haben und wir die Transportschiffe ausschalten, braucht unser Heer gar nicht kämpfen. Ja gut, dass wir den einen Kriegshafen noch gebaut haben, so haben wir jetzt doch 4 Schiffe gegen 3. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Das feindliche Kriegsschiff attackiert uns schon. Aber erstmal die Transportschiffe ausschalten. Ja, beide Transporterschiffe sind Gott sei Dank vor der Landung der Truppen zerstört worden. Ja, und das Kriegsschiff muss jetzt noch zerstört werden. Aber so wie es aussieht, haben wir es tatsächlich geschafft. Super. Unsere Armee kann zurück. Ja, und unsere Schiffe schicken wir zum Heimathafen oder zur Werft zur Reparatur. Ja, du hast dich da oben irgendwie rumgetrieben, aus irgendwelchen Gründen. Du kannst auch jetzt mal zurück. Ja, und die Königreichswertung steigt. Das ägyptische Volk das Opfer würdigt, das unsere Armee im Kampf auf sich nahm. Ja, vielen Dank. Wir errichten jetzt mal Konservatorien. Hier kann ein Konservatorium hin. Da müssen wir allerdings hier die Sperre verschieben. Ja, und hier kann auch ein Konservatorium hin. Und dann bauen wir direkt auch eine Jonglierschule. Hier kann noch eine Bühne hin. Und dann erweitern wir jetzt mal unsere Produktion von Bier und auch Geschirr. Wir bauen hier eine Tongrube noch auf. Führen hier den Weg raus, weil ich später nochmal hier entsprechend Gerstenfarmen aufbauen möchte. Ja, und wir errichten hier nochmal 2 Töpfereien. Ja, wir können jetzt auch schon mal die Gerichte bauen. So, hier auch. Ja, und die Königreichswertung steigt, da wir das Geld nicht nach Hennesef geschickt haben. Ja, es hat sich also doch gelohnt, loyal zu bleiben. Ja, und wir errichten jetzt hier auch den Pavillon, damit wir unser Stadtgebiet jetzt hier mal vervollständigen können. Ja, und die Handelsroute nach Hennesef wird natürlich jetzt geschlossen, da wir das Geld nicht zur Verfügung gestellt haben. Ja, und auch die Handelsroute nach Sorti existiert nicht mehr, da wir keinen Handelsweg mehr nach Hennesef haben. Ich befürchte auch, dass die Handelsroute nach Chemun geschlossen wird. Wir sollten so schnell wie möglich dann doch die Handelsroute nach Mennefer eröffnen, sobald wir genügend Geld haben. Ja, und wie ich befürchtet habe, die Handelsroute nach Chemun ist auch geschlossen. Damit ist natürlich ein Handelspartner weggefallen, der jede Menge Geschirr kauft. Wir sollten jetzt die Handelsroute nach Mennefer eröffnen.
Das ist eine Seeroute. Das heißt, wir brauchen Docks. Jawohl, die Docks errichten wir hier. Und dann errichten wir direkt schon ein Warenlager hier, was überschüssiges Bier aufnehmen kann. Ja, und wie ich befürchtet habe, eine ägyptische Armee wird uns angreifen in 4 Monaten. Aber wir haben 4 volle Forts. Ja, in 1 Monat wird die ägyptische Armee uns angreifen. Ja, wir haben wieder etwas Geld. Ich baue jetzt nochmal ein Fort für die Bogenschützen. Und dann glaube ich aber, dass wir genug Militär haben. Es ist soweit. Die Invasionsarmee der ägyptischen Truppen nähern sich. Wir schauen mal wo. Ah, hier oben an der gegenüberliegenden Seite. Okay. Geschwindigkeit mal auf 30. Ja, und dann positionieren wir unsere Armee mal. Und zwar hier. Oh ja, das ist auch schon eine größere Armee. Und wir sehen, dass diese Armee durch den fruchtbaren Nilschlamm gehen kann. Also auch diese Flächen sind für den Feind begehbar. Ja, und die Königreichswertung steigt, da das ägyptische Volk das Opfer würdigt, das unsere Armee auf sich nahm, beziehungsweise gerade auf sich nimmt. Ich hoffe mal, dass meine Armee jetzt auch bald kommt. Ja, und wir sehen hier noch mehrere Feinde einmarschieren. Wir werden jetzt mal hier diese Truppen hier mit unseren Bogenschützen angreifen, damit sie auch zu uns kommen und nicht hier unsere Felder schon angreifen. Ja, wir haben die Aufmerksamkeit schon auf uns gelenkt. Ich muss mal hier jetzt ein bisschen dieses mal hier aktivieren. Ja, es ist schön, dass der Feind in Intervallen uns wahrscheinlich angreift. Eine Stadt fordert Waren, und zwar die Stadt Waset. 3400 Einheiten Geschirr in 12 Monaten. Das ist jede Menge. Darum kümmern wir uns aber, wenn wir hier den Kampf gewonnen haben. Ja, nun greifen sie an. Wir werden hier den Befehl angeben, Feind aus der Nähe angreifen. So, und ihr könnt hier die Bogenschützen sofort ausschalten. Und wir schießen hier mit den Bogenschützen auf alles, was sich hier entsprechend uns nähert. Ja, ein großes Schlachtgetümmel hier. Ich kann im Moment jetzt nicht sagen, wer hier die Oberhand gerade hat. Ja, die Forderung kann erfüllt werden. Nach den 3400 Einheiten Geschirr tun wir das auch sofort. Ja, die Musik hat abrupt aufgehört. Es hört sich fast so an, als ob wir das hier geschafft haben. So, ihr braucht jetzt die hier nicht weiter zu verfolgen. Kommt mal bitte wieder hier zurück. Ja, tatsächlich haben wir es geschafft. Der Feind ist auf der Flucht. Dann könnt ihr zurück. Es war aber ein sehr verlustreicher Kampf gewesen hier. Wir werden sofort die Kupferimport wieder starten. 600 Einheiten. Und wir bauen auch direkt eine dritte Waffenschmiede. Wir müssen jetzt relativ schnell unser Militär wieder aufbauen. Aber unsere Stadtkasse ist gut gefüllt. Wir feiern ein Fest für Re. Ja, und wir werden die Bierproduktion nochmal weiter mit 3 Brauereien hier vergrößern. Ja, hier in unserer Altsiedlung haben sich die Gebäude auch sehr schön weiterentwickelt. Wir bauen jetzt hier wieder ein Warenlager hin. Und dieses wird jetzt Bier fordern. Ja, wir haben unser üppiges Fest für Re. Ja, und Re ist glücklich mit uns und er verbessert den Ruf im Königreich. Vielen Dank. Ja, das Wichtigste ist jetzt, dass wir so schnell wie möglich unser Militär wieder aufbauen. Und wir verschönern nochmal hier weiter unsere Wohngebiete. Auch hier können wir ein paar Verschönerungen durchführen.
Und wir können jetzt hier auch mal ein Konservatorium bauen. Ja, und wir werden hier eine kleine Geschirrproduktion starten für die Versorgung dieses Wohngebietes. Ja, und das Warenlager dafür, das kann dann hier hin. Ja, und dann werden wir auch hier schon direkt den zweiten Bazar bauen. Und die beiden Bazare können jetzt tatsächlich auch Geschirr kaufen, sobald jetzt welches im Warenlager ist. Sehr schön. Ja, und mit dem Kupferimport haben wir natürlich wieder Schulden gemacht. Das ist logisch. Aber wir haben wieder etwas mehr Geld auf unserem privaten Sparguthaben. Wir spenden der Stadt mal wieder was. Und zwar 1000 Deben. Ja, und hier bauen wir auch den zweiten Bazar. Und auch hier werden wir jetzt Geschirr freigeben. Ja, und kaum haben wir den schweren Kampf gegen die ägyptische Armee bestritten, greift uns eine nubische Armee in 5 Monaten an. Ich hoffe mal, dass wir bis dahin wirklich unser Militär so gut ausgebaut haben, dass wir den Kampf auch gewinnen werden. Ja, wir kriegen die Mitteilung, dass unser Handelspartner Menefer belagert wird und dass es schreckliche Neuigkeiten gibt. Das heißt immer, dass dieser Handelspartner nicht mehr zur Verfügung steht. Ja, und wir kriegen die Mitteilung, dass Menefer angegriffen wird und dass sie unsere Hilfe brauchen, da Menefer eingekesselt ist. Wir sollen Truppen innerhalb von 4 Monaten senden. Ja, und wir sehen, dass eine Seestreitkraft von uns gefordert wird. Eine mittlere Truppe wagt einen Angriff in 3 Monaten. Okay, aber ich möchte noch warten, bis der Angriff der Nubier stattfindet, da ich wissen möchte, ob der Angriff zur See oder zu Land stattfinden wird. Ja, und ich stelle fest, dass wir hier unsere Wohngebiete noch gar nicht steuerlich erfasst haben. Das ändern wir jetzt mal. Und auch in diesem Stadtgebiet werden natürlich jetzt unsere Bürger steuerlich erfasst. Ja, in einem Monat wird die nubische Armee uns angreifen, in gewohnter Weise die Geschwindigkeit runtersetzen und wir werden unsere Flotte wieder hier an dieser Position bringen. Ja, und alles das, was wir an Soldaten haben, schicken wir natürlich jetzt auch hierhin. Ja, und dann hoffe ich, dass wir mit den Resten unserer Soldaten oder mit unseren Schiffen die Nubier Flucht schlagen können. Ja, und es ist wieder soweit. Erneut werden wir von den Nubiern angegriffen. Mit was greifen sie an? Ja, bevor wir kämpfen, kriegen wir noch eine kleine Segnung von Re. Unsere Handelspartner kaufen mehr Produkte, als sie eigentlich vorhatten. Naja, so viele Handelspartner haben wir gar nicht mehr. Okay, danke schön. Ja, diesmal greifen sie wieder zu Land an. In dem Fall können wir jetzt unsere Flotte losschicken, um Menefer zu schützen. Ja, wir müssen natürlich auch unsere Schiffe losschicken, sonst wird das hier nichts mit dem Königreichsdienst. Okay, dann machen sie sich auf den Weg. Ja, und unsere Soldaten sind auch schon da. Sehr gut. Ja, und wir sollten jetzt hier den Befehl bei unserer Infanterie wieder ändern. Und zwar Stellung halten in loser Formation erstmal, damit sie nicht direkt die Feinde angreifen. Wir wollen die ja erstmal ein bisschen näher zu uns kommen lassen. Die Nubier sind auf den Weg. Wir ziehen hier unsere Bogenschützen wieder ab. Ja, Gott sei Dank noch gerade von unseren Infanteristen abgehalten. So, jetzt können wir den Befehl wieder ändern. Feind in der Nähe angreifen. Ja, und wir schalten jetzt hier die Bogenschützen schon mal aus. Ja, wirklich sehr nett von den Nubiern, dass die ja in Intervallen uns angreifen. So können wir einen nach dem anderen hier wirklich ausschalten. Ja, und der Rest der nubischen Armee greift uns jetzt auch an. So,
wir kommen aber zuvor und werden jetzt hier entsprechend hoffentlich die Nubier in die Flucht schlagen. Ja, großes Schlachtgetümmel, aber ihr hört schon, die Musik hat sich auch wieder verändert. Ja, der Feind ist auf der Flucht, wunderbar. Ja, ihr könnt zurück. Ich hoffe, man gönnt uns jetzt eine kleine Verschnaufspause, dass wir hier unser Militär auch wieder aufbauen können. Ja, nach der erfolgreichen Schlacht werden wir jetzt mal hier unsere Stadt etwas weiter ausbauen. Wir bauen mal weitere Verschönerungen, hier mittlere Statuen. Ja, und ich möchte mit dem Geld, was wir noch haben, einen Kriegshafen noch bauen. Und zwar hier. Und da müssen wir aber hier auch nochmal eine Feuerwache und ein Architekturbüro bauen, sonst geht der uns hier in Flammen auf. Ja, und die Königreichswertung steigt, da wir die 3400 Einheiten Geschirr nach Basett gebracht haben. Ja, wir machen jetzt hier noch eine kleine Bierproduktion. Dafür errichten wir hier ein Arbeitslager. Zwei Brauereien und ein Warenlager. Für Bier. Die Gerstenfarmen errichten wir hier. Ich glaube, hier passen 2 Stück hin. Ja, und die Helden sind zurückgekehrt. Unsere Schiffe kommen wieder. Ja, und da unsere Truppen erfolgreich bei Mennefer waren, können wir die Handelsroute wieder einrichten. Ja, und die Königreichswertung steigt, da wir Mennefer geholfen haben. Ja, und wir haben wieder Schulden, das ist nichts Neues. Für die Handelsroute werden wir wieder etwas Geld unserer Stadt geben, 1000 Deben. Ja, 840 Deben, die eröffnen wir. Dann haben wir noch 14 Deben in unserer Kasse, wunderbar. Ich hoffe aber, dass wir jetzt gleich relativ viel Bier verkaufen. Ja, und da kommen unsere Kriegsschiffe wieder. Erstmal überprüfen, welche Schiffe davon repariert werden müssen. Ja, du kannst schon mal direkt zur Werft. Du nicht. Du auch nicht. Und du auch nicht. Okay. Ja, und schon wieder wird uns eine nubische Armee in 4 Monaten erreichen. Man gönnt uns hier wirklich keine Ruhe. Ja, wir haben hier 3 Forts, die fast vollständig mit Soldaten gefüllt sind. Ich denke mal, wir schaffen das bestimmt auch. Und vielleicht haben wir auch Glück und wir werden auf dem Seeweg angegriffen. Da haben wir jetzt unsere volle Stärke. Ja, und hier ist unser Handelsschiff von Mennefer. Ich liebe die Kunst des Handelns. Ich kann es kaum erwarten, mit meinen Waren zu handeln. Ja, und es ist auch dringend nötig. Wir sind nämlich tief in den roten Zahlen. Ja, und 1 Monat haben wir jetzt noch Zeit, bis die nubische Armee uns angreift. Die Geschwindigkeit wird wieder auf 30% gesetzt. Und wir positionieren unsere Kriegsflotte. Ja, und dann warten wir wieder mal auf den Angriff. Es ist schön, dass die Nubier immer an der gleichen Stelle angreifen. So kann man das schon ein bisschen vorplanen. Ja, es ist soweit. Die nubische Armee greift uns an. Das Wo kennen wir schon. Die Frage ist, mit was? Aha, wieder mit Schiffen. Sehr schön. Wir haben 2 Kriegsschiffe und 2 Transporter. Okay. Ja, bei unseren Kriegsschiffen gibt es hier den Befehl Position halten. Das Schiff bleibt an seiner Position und blockiert alle feindlichen Schiffe, die hier durch wollen. So, ihr 2, ihr werdet die Transportschiffe wieder angreifen. Und ihr 3, ihr werdet die Position halten und die feindlichen Schiffe angreifen, die an euch vorbeikommen. So, und dann wollen wir mal gucken, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, die beiden Transporterschiffe sind schon zerstört worden. Das ging ja doch recht schnell. Okay, dann werde ich jetzt hier den Befehl ändern. Ihr könnt alle Feinde suchen und vernichten. Dann unterstützt ihr noch die beiden anderen. Unser Heer können wir wieder zurückschicken.
Ja, und ich glaube, wir haben es geschafft. Sehr gut. Dann könnt ihr auch zurück oder repariert werden. Ja, gerade den Kampf gewonnen, kriegen wir eine Mitteilung, dass eine ägyptische Armee wieder auf dem Weg ist und unsere Stadt in 4 Monaten angreift. Nichtsdestotrotz müssen wir unsere Stadt hier mal weiterentwickeln. Ja, und wir sehen, dass Menefer alles Bier schon gekauft hat, was es kaufen kann. Aber Menefer kauft auch noch jede Menge Schmuck. Und wir werden eine kleine Schmuckproduktion etablieren. Die Oase Dungol verkauft uns nämlich die Edelsteine. Die Schmuckproduktion werden wir hier etablieren. Ein Warenlager für Edelsteine und auch für Holz, das kann hier angenommen werden. Und ein Warenlager für den Schmuck. Ja, und dann bauen wir hier unsere 2 Juweliere auf. Ja, aber unsere Infanterie ist schon wieder voll ausgebildet und ich denke mir mal, dass unsere Bogenschützen gleich auch schon fertig ausgebildet sind, sodass wir den Kampf gegen das ägyptische Heer aufnehmen können. Ja, und wir müssen natürlich die Edelsteine importieren. 400 Einheiten und die Luxuswaren verkaufen wir komplett. Ja, und jetzt können wir auch mal ein Fest für Part abhalten. Wenn wir hier einen Segen bekommen werden, unsere Juweliere oder unsere Werft mit Rohstoffen versorgt, das wäre gar nicht schlecht. Ja, 1 Monat haben wir noch. Wie werden wir die Geschwindigkeit runtersetzen und unser Heer positionieren. Und zwar hier. Ja, und unsere Flotte, die wir haben, werden wir jetzt auch positionieren. Wir wissen ja, wo die Ägypter angreifen. Nämlich hier oben. Ja, die Schiffe sind jetzt schon hier. Die kriegen jetzt den gleichen Befehl, die Position zu halten. Ja, und die ägyptische Armee greift auch schon an. Wir schauen mal wo. Und sie kommen tatsächlich mit Schiffen. Wahnsinn. Ja, da beginnt natürlich jetzt der große Kampf. Wo sind denn meine anderen Schiffe überhaupt? Ja, da ist schon ein Transporterschiff, glaube ich, zerstört worden. Sehr gut. Und hier ist das andere. Das zerstören wir jetzt auch, wenn wir Glück haben. Ist die Invasion nämlich dadurch dann gebannt. Ja, du kannst auch direkt hier noch angreifen. Ja, und die Königreichswertung steigt, da das ägyptische Volk das Opfer würdigt, was wir wieder auf uns nehmen. Ja, und ein üppiges Fest für Part, aber ich möchte eigentlich jetzt hier dieses Schiff nicht vernichtet haben. Okay. Ja, hier oben wird auch noch gekämpft. Die Musik hat ja schon wieder aufgehört. Ich schicke jetzt mal mein Heer wieder zurück. Ja, leider haben wir jetzt tatsächlich dieses Transportschiff nicht zerstören können. Ja, und hier greift jetzt die ägyptische Armee an. Ja, das ist natürlich super schade. Okay, ihr müsst hier sofort hin. Naja, aber ich denke mir mal, dass wir diese Armee schaffen. So, ihr könnt jetzt mal hier zurück. Ja, unsere Bogenschützen sind schon parat. So, ihr könnt hier schon mal direkt angreifen. So, und ihr könnt hier die Bogenschützen ausschalten. Ja, und die Musik hat sich wieder beruhigt. Ja, das war jetzt wirklich hier ein schwerer Kampf zu See und auf dem Lande. Dann könnt ihr zurück. Ja, und wir sehen, wir haben schon ganz gut Geld verdient jetzt, auch mit dem Schmuck wahrscheinlich. Wir bauen jetzt unsere beiden Wohngebiete aus. So, wir werden jetzt hier entsprechend die Basare auffordern, Bier zu kaufen. Machen es jetzt hier auch nochmal schön. Bauen hier noch eine Tanzschule.
und füllen jetzt hier die innere Fläche noch. Wir können jetzt hier noch einen Tempel bauen, eine Arztpraxis und natürlich auch den Zahnarzt, den wir brauchen. Ja, und das gleiche machen wir hier auch. Ja, und die Basare werden jetzt hier auch alle Bier kaufen. Ja, und wir lassen jetzt die Wohngebiete sich weiterentwickeln. Ja, und hier in Alt-Tinis müssen wir ja auch noch ein Gericht bauen. Und wir brauchen ja gewöhnliche Residenzen. Für die gewöhnliche Residenz brauchen wir natürlich eine Schreibschule. Die errichten wir hier. Natürlich brauchen wir Papyrus. Da importieren wir mal 200 Einheiten. Wir brauchen das ja tatsächlich nur für diese eine Schreibschule. Ja, und hier dieses Warenlager kann auch Papyrus annehmen. Ja, und wir bekommen die Mitteilung, dass wir eine kleine Segnung von Part erhalten. Juweliere, Webereien und Werften bekommen einen vollen Vorrat von Rohstoffen. Sehr schön. So, hier kann noch eine Brauerei hin. Ja, und hier müssen wir noch ein paar Verschönerungen durchführen, damit sich diese Wohngebäude auch entwickeln. So, und ich werde jetzt schon mal dem Pharao ein Geschenk schicken, und zwar ein üppiges. Da sind wir bei 89, das heißt, wir brauchen nicht mehr viel, um die 90 zu erreichen. So, was ist mit dir hier? Du kannst zurück. Ja, die 4500 Einwohner haben wir in Tinis schon erreicht. Und wir brauchen tatsächlich nur noch einen Punkt für die Königreichswertung. Zeit, uns die Stadt nochmal in Ruhe anzuschauen. Hier unsere Altsiedlung von Tinis mit dem Tempelkomplex von Osiris und unserem Wohnhaus. Ja, und hier haben wir jetzt auch unsere gewöhnlichen Residenzen, die wir ja benötigen, um das Missionsziel zu erreichen. Hier unsere Siedlung am Südufer mit der Geschirr- und Bierproduktion. Ja, und hier unsere erfolgreiche Armee. Ja, hier am Nordufer haben wir unser zweites Wohngebiet mit der Goldproduktion und dem Großstadtpalast. Ja, und unsere erfolgreiche Kriegsflotte. Hier auf dieser großen Insel haben wir unsere Docks und die Schmuckproduktion sowie die Werft. Ja, und wir überreichen jetzt dem Pharao noch ein Geschenk und damit haben wir auch die Königreichswertung geschafft und beenden diese doch sehr anstrengende Mission. Ja, wir geben ihm ein üppiges, das sollte eigentlich reichen. Damit haben wir 92 und wir verlassen Tinis, um uns neuen Aufgaben zu widmen. Wie gesagt, es war eine anstrengende Mission mit den zahlreichen Angriffen der ägyptischen Armee und der Nubier und wir sind froh, uns neuen Aufgaben zu stellen. Sogar in diesen Zeiten großer Umwälzungen ist es ihrer Familie mit Geschick und Umsicht gelungen, Tinis wieder zu früherem Glanz zu verhelfen. Ihr beherztes Heer hat der Familie Intef geholfen, ihre Rivalen zu besiegen. Eine Leistung, die man nicht so schnell vergessen wird. Ja, wir werden das auch bestimmt nicht vergessen und wir schauen, wie es weitergeht. Ja, auch das nächste Mal haben wir wieder 2 Missionen zu bestreiten. Menat Kufu oder Beni Hassan, Hunger, eine Wirtschaftskampagne und Kibet oder auch Koptos, Kampf um den Frieden, eine Militärkampagne. Ich freue mich, wenn ihr weiterhin dabei seid und sage Tschüss, euer Dominus.